Offene Bildungsressourcen oder Open Educational Resources, kurz OER. Doch was haben sie mit Inklusion in der Lehre zu tun? OER sind frei zugängliche Lehr- und Lernmaterialien unter einer offenen Lizenz, die genutzt, verändert und weiterverbreitet werden dürfen. Am häufigsten werden dafür Creative Commons Lizenzen verwendet. Genau hier liegt ihr Potenzial für Inklusion. Materialien können an unterschiedliche Bedarfe der Lernenden angepasst werden, zum Beispiel durch Differenzierung, Individualisierung, visuelle Adaption, durch Ergänzung von Audio und Video und vielem mehr. Anhand der Erkenntnisse, die Sie jetzt gehabt haben, anhand der Rückmeldung durch den Kriterienkatalog, durchs Peer-Feedback, was Sie sich gegeben haben, haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Materialien anzupassen. Eben, wenn Sie etwas nicht verstehen, nachzufragen. Wenn Sie Unterstützung meinerseits brauchen, auch gerne auf mich zuzukommen und einfach Ihr Material anzupassen. OER unterstützen damit Konzepte wie das Universal Design for Learning. Ziel ist es, Lernangebote von Anfang an so zu gestalten, dass möglichst viele Menschen davon profitieren. Das Ziel der Differenzierung an sich ist der Versuch, die gleichen Informationen, also die gleichen Erkenntnisse, einfach einfacher und, wenn Sie es ein bisschen kürzer aufbereiten. Weil wenn Sie Schülerinnen und Schüler drinnen haben, zum Beispiel mit Leseschwierigkeiten, dann ist ein kürzerer Text natürlich leichter für Sie, weil das Lesen unglaublich anstrengend sein kann und Sie brauchen einfach viel, viel länger wie die anderen Kinder. Ein weiterer Vorteil: OER fördern Chancengerechtigkeit. Alle Lernenden haben freien Zugang zu Materialien. Auch Lehrkräfte profitieren. Sie können Materialien finden, teilen, gemeinsam weiterentwickeln und voneinander lernen. Mir ist es wichtig in der Lehrveranstaltung, damit die Studierenden mit Materialien rausgehen, die sie im eigenen Unterricht gleich mal einsetzen können, weiterentwickeln können und dass wir da einen Materialpool praktisch schaffen. Also wir schaffen jetzt dabei unseren kleinen Pool an Materialien, die man untereinander auch verwenden kann, je nach Fach- oder Fächerkooperationen und wollen das natürlich dann auch öffentlich zur Verfügung stellen für andere Lehrpersonen. Ich denke mir, es ist einfacher, weiterzuentwickeln, zu verändern, anzupassen an die verschiedenen Bedarfe, als jedes Mal das Rad neu entwickeln zu müssen. So entsteht eine offene und kollaborative Lehrkultur. Open Educational Resources sind mehr als nur freie Materialien. Sie sind ein Schlüssel für eine inklusive und gerechtere Bildung.